Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch eine Herbstbepflanzungsidee mit dieser Schale zu zeigen. Ja, und in meinem Fall hat die Schale jetzt einen Außendurchmesser von in etwa 33 cm und die Höhe beträgt ca. 15 cm. Ja, und meine Pflanzen habe ich hier bereits auf dem Arbeitstisch stehen. Ich habe dreimal Heidepflanze zur Verfügung. Und das hier, das haben sie im Gartencenter als Keulenmoos angepriesen. Einige kennen das vielleicht auch unter dem Namen Gänseblümchenstrauch. Aber davon werde ich auch auf jeden Fall die lateinische Bezeichnung mit in die Videobeschreibung schreiben. Ja, und im ersten Schritt werde ich jetzt zunächst etwas Blumenerde in meine Schale hineinfüllen. Ach, hätte ich jetzt schon fast vergessen. Da steht ja draußen, achtet auch darauf, dass die Schale ein Abzugsloch hat. Und in dieses Abzugsloch kommt aber jetzt auch ein kleiner Stein hinein, ja, damit das Substrat bzw. jetzt in meinem Fall die Blumenerde nicht im Laufe der Zeit halt so hinausgeschwemmt werden wird. Ja gut, ich muss auch zugeben, wir haben heute 31 Grad, richtig schön muckelig hier. Ich transpiriere auch etwas, ich gebe es jetzt einfach mal zu an dieser Stelle. Jetzt noch nicht alles mit der Blumenerde auffüllen, weil ihr müsst ja auch noch die Pflanzen gleich pflanzen. Aber das hier, ne, das habe ich noch nie zuvor irgendwie mal im Gartencenter gesehen. Sollen auch, ja, ein bisschen, sagen wir mal, zickig sein, was Frostempfindlichkeit angeht. Diese Gänseblümchensträucher, die stammen ursprünglich, so wie ich es jetzt recherchiert habe, aus Neuseeland. Ne? Insofern sind es ja dann, ja, zumindest teilweise, sagen wir mal, ähnliche Wetterbedingungen. Aber da solltet ihr etwas drauf achten, dass die halt nicht volle Pulle Frost abbekommen. Das gleiche gilt auch hier für diese Heidepflanzen. Die sind auch, ich sag mal, ja, ist so eine Sache. Ne? Letzten Winter hatten sie bei mir kein Problem gehabt, aber die können gut und gerne auch mal eingehen. So, und dann werde ich jetzt mal die Perspektive wechseln, damit ihr gleich auch alles besser sehen könnt. Und eine Sache hätte ich jetzt fast vergessen. Ein Glas ist nachher auch mit am Start. Das hat einen Durchmesser 15 cm. Und die Höhe beträgt in etwa 17 cm. Von allen Pflanzen habe ich 3 Stück zur Verfügung und dann wollen wir sie mal aus den Töpfen befreien. Ich drücke das vorher immer erst etwas an, damit ich sie halt besser hinaus bekomme. Und die Heidepflanzen werden gleich auch angeritzt werden. Ja, damit sollen sich dann die Wurzeln letzten Endes besser, ich sag mal, entfalten können. Ne? Dann können sie besser anwachsen, sagt man denen zumindest nach. Ich mache das halt schon seit etlichen Jahren. Also, ich sag mal, schadet jetzt auch nicht. So, mal eben schauen. Ich habe schon etwas zu viel Blumenerde eingefüllt. Und die werden jetzt alle so richtig stramm hier an der Schale gepflanzt werden. Hui, ich kriege schon wieder meine kleinen Sprachstörungen. Aber dass wir im September mal 31 Grad hatten, holla die Waldfee. Die hier ist jetzt schon etwas zu nass. Wird jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass die hier hinauskommt. Und dann richtig schön eng beieinander, weil ich will das jetzt auch gleich so richtig schön üppig haben. Achtet auch darauf, dass ihr die Pflanzen nicht tiefer setzt, als die hier in den Töpfen stehen. Das mögen die nicht so gerne. So, komm mal raus. Auch mal anritzen. Sicher ist sicher. Bei den Gänseblümchensträuchern werde ich das jetzt nicht machen. Es scheint mir das jetzt nicht nötig zu sein mit dem Anritzen. Die haben nämlich jetzt auch andere Wurzeln wie die Heidepflanze. Also da mache ich das jetzt nicht. Wirklich nur bei den Heidepflanzen. Und dann alle schön nah beieinander einpflanzen. Auch hier die Zwischenräume nachher natürlich mit Erde befüllen. Da sollte jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, Freiraum dazwischen sein. Das mögen die Wurzeln nämlich auch wieder nicht. Ach, was ich euch jetzt auch noch sagen wollte, ich fülle das jetzt nicht bündig bis oben hin mit Blumenerde auf, weil das Ganze wird ja auch mal gegossen werden. Und würde ich das jetzt hier komplett bis oben hin bündig mit der Blumenerde auffüllen, dann schwemmt euch das alle ja über das Gefäß hinaus und dann hätte man letzten Endes so eine kleine Schweinerei am Start. Und mir ist noch eingefallen, ich wollte euch noch sagen, ich setze die Pflanzen etwas schräg. Nur etwas, ne? Ich mache jetzt nicht so, aber sagen wir mal so etwas schräg. Meine Pflanzen habe ich jetzt alle soweit gesetzt und im nächsten Schritt wird die Erde mit etwas Pinienrindenmulch abgedeckt. Ich finde, das sieht dann halt schöner aus, als wenn man halt wiederum so auf die blanke Erde schaut. Alternativ könnte man jetzt auch zum Beispiel Moos verwenden
oder kleine Kieselsteinchen. Allerdings mit den Kieselsteinchen hat auch irgendwo den Nachteil, im Laufe der Zeit nimmt man ja auch die Pflanzen nun mal irgendwann mal halt aus der Schale auch wieder hinaus. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so die Lust, diese kleinen Kieselsteinchen da später dann alle so mühsam hinauszufriemeln. Mit dem Pinienrindenmulch, das ist dann auch nicht so schlimm, wenn da ein Teil von in der Blumenerde ja, verweilt. Aber so Kieselsteinchen rausfriemeln, ach nö. Nun platziere ich mein Glas und in dieses Glas fülle ich jetzt auch etwas Sand hinein. Aus dem ganz einfachen Grund, damit nachher meine Kerze da auch richtig gut drin stehen kann. Weil diese Kerze ist jetzt in meinem Fall einen Tacken zu groß und sie würde halt so hin und her kippeln. Und dann könnt ihr halt, wie gesagt, etwas Sand einfach hineinfüllen. Ja, oder ich mache mal alles, mal gucken. Ja, können wir ruhig alles nehmen. Eben verteilen. Kerze ist auch am Start. Die drehe ich mir jetzt hier so etwas hinein. Ja, ich glaube, das Ganze sieht ja ganz cool aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ja, und wer möchte, kann sich jetzt an dieser Stelle auch mal Gedanken machen, ob er das Ganze noch weiter dekorieren möchte. Man könnte jetzt hier beispielsweise noch eine Drahtlichterkette in das Grün einarbeiten. Werde ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht machen. Ich bin noch hin und her gerissen, ob ich diese, ich wollte jetzt echt Pilze sagen, ob ich diese Kürbisse zumindest dann hier an die freien Stellen noch platzieren möchte. Aber kann auch gut möglich sein, dass ich es nachher wieder abbaue. Oh, ich habe das jetzt falsch gemacht. Du bist ja schön nah dran. Kommst du hier hin. Dann setzen wir dich hier hin. Ich finde, ungerade sieht irgendwie mal schöner aus. Aber macht das einfach so, wie ihr das halt schön mögt. Mögt. Ah, hatten wir etwas Unkraut. Da kommt auch noch etwas Pinienrindenmulch hin. Weil die die Kürbisse würde ich jetzt nicht direkt auf die Erde setzen. Es kann gut möglich sein, dass die dann halt relativ schnell auch anfangen zu verfaulen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier den ganzen Herbst Freude daran haben. Jetzt mit dieser Glasgeschichte, das würde ich jetzt natürlich auch nicht so in den Garten hineinstellen, weil irgendwann regnet es ja auch mal wieder und dann habt ihr das hier alles in dem Glas drin. Das wird jetzt in meinem Fall auf der Terrasse platziert werden. Das ist jetzt wirklich mehr was zum Drunterstellen. Und dann müsst ihr das halt manuell gießen. Mit dem Wässern mache ich jetzt gleich draußen im Garten, weil ich möchte jetzt hier nicht meinen ganzen Arbeitstisch einsauen mit Wasser. Ja, ich überlege gerade, was kann ich euch denn jetzt noch erzählen? Ja, jetzt gerade im Moment fällt mir nichts mehr ein. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann stellt ihr einfach in den Kommentaren. Ach, eine Idee hatte ich noch gehabt, die werde ich aber nicht umsetzen. Ich tue das mal rüber. Kommt mal her. Ist eher so eine Sache, kann man machen, muss man aber nicht machen. Mal etwas nach hinten. Das sind getrocknete Pilze. Meine Überlegung war, die mit der Heißklebepistole hier noch so dran zu machen. Aber irgendwie, ich kann euch noch nicht mal sagen, ob ich das gut finde oder schlecht. Ist jetzt, finde ich, unnötig. Dann hatte ich noch so Pilze zum Hineinstecken. Könnte ich auch noch mal eben schnell holen. Warum habe ich die eigentlich schon weggeräumt? Die sind noch aus dem letzten Jahr. Ich hatte halt darüber nachgedacht, ob man die, sagen wir mal, so dazwischen. Die Stiele sind jetzt noch für das zu lang. Passt auch nicht wirklich zu der Kerze, finde ich jetzt. Ne? Da hätte man jetzt, ja, vielleicht eine, ja, wobei Kerzenfarbe ist jetzt auch so eine Sache. Soll ja auch letzten Endes zu diesem Grün hier passen. Also ich denke mal, eine rote Kerze oder eine orangene. Aber ist sowieso immer alles Geschmackssache. Einfach so machen, wie ihr das halt schön findet. Und noch mehr fällt mir jetzt auch wirklich nicht mehr ein. Meine Schale wird im Übrigen einen sonnigen Standort erhalten. Halbschatten geht aber auch auf jeden Fall. Ja, und die ganzen benötigten Materialien findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!